Bullshit! Well, that's bullshit! You know what? Get the fuck out of here! Nachdem er Orange County Choppers zu einem Fernsehimperium aufgebaut hatte, verlor Paul Tuttle Jr. in einem herzzerreißenden Familienkrieg alles verloren. Sein Vater forderte $1,5 Millionen von seinem Sohn. Sein Bruder war gezwungen, sich für eine Seite zu entscheiden. Und als Paul selbst Vater wurde, erkannte er den wahren Preis ihrer berühmten Fehde. Zuerst sahen die Fans nur die Wutanfälle und Spannungen. Aber jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Und die ist herzzerreißender, als man denkt. Kommentieren Sie 1, wenn Sie American Chopper von Anfang an verfolgt haben. Oder 0, wenn Sie zum ersten Mal von Paul Jr. das Kämpfen im wirklichen Leben hören. Schauen wir uns einmal genauer an, was wirklich hinter den Garagentoren passiert ist. It was just a volatile relationship, me and my father. And then we transitioned into building motorcycles. We were inseparable for about 30 years. Paul Tuttle Jr. Reise zum Erfolg. Mitte der 1980. Jahre waren die meisten Kinder damit beschäftigt, Nintendo zu spielen, Fahrrad zu fahren oder Zeichentrickfilme zu sehen. Doch wie Paul Tuttle Jr. definierte Vergnügen ganz anders. Bereits im Alter von 12 Jahren arbeitete er in der brütenden Hitze und Kakophonie der Eisenwerke von Orange County. Paul lieferte älteren Männern, die Stahl schweißten, Werkzeuge und wischte Metallspäne von den Böden der Werkstätten, während andere Kinder sich am Strand vergnügten. Davor ging er an den Arbeitsplatz seines Vaters und sammelte Metallschrott ein, als wäre es Spielzeug. Er arrangierte sie zu kleinen Skulpturen und schuf Kunstwerke aus dem, was andere als Müll betrachten würden. Diese frühe Begegnung hat alles geprägt. Selbst die erfahreneren Spieler schätzten Pauls ruhige Perfektion, als er 14 Jahre alt war. Er lernte, wie ein Baumeister zu denken, nicht nur neue Fähigkeiten. Aber es war nicht alles eitel Sonnenschein in der Werkstatt. Sein Vater, Paul Sr., war dafür bekannt, dass er streng mit seinem Sohn war. Er war wirklich oft härter zu ihm als zu allen anderen. Junior konnte nicht mit kleinen Verstößen davonkommen. Wenn etwas schief ging, schrien ihn alle an. Während andere dies als ungerecht empfanden, war Sr., dass es ihn stärken würde. Ihre Persönlichkeiten gerieten im Laufe der Jahre immer mehr aneinander. Paul Sr. schätzte traditionelle Taktiken und brutale Gewalt. Klare Linien und makellose Details wurden von Paul Jr. gewählt, der ein eher künstlerisches Auge hatte. Junior baute eines Sommers ein Geländer um es ästhetisch ansprechender und stabiler zu machen. Nach anfänglicher Ablehnung gab sein Vater stillschweigend seine Zustimmung und verwendete den Entwurf ein paar Tage später. In diesem Moment wurde alles klar. Der Respekt war im Hintergrund präsent, doch er wurde von einem nicht enden wollenden Kampf begleitet. Paul Jr. wählte einen anderen Weg als die meisten Highschool-Schüler, die für die Matheprüfungen lernen. Er meldete sich für ein berufliches Programm an, das ihm die Möglichkeit gab, die Hälfte des Schultages Metallbearbeitung zu lernen. Er lernte Konstruktionen, Schweißverfahren und das Lesen von Spannungspunkten in Stahl. Einem seiner Lehrer zufolge besaß er ein einzigartiges Talent, das es ihm ermöglichte, die Bewegung von Metall vorherzusagen, ohne es jemals zu berühren. Außerhalb des Unterrichts übte Junior jeden Schnitt und jede Schweißnaht so lange, bis es ihm ganz natürlich vorkam. Er war sich bewusst, dass ein ausgefallener Abschluss für den Erfolg nicht notwendig war. Alles, was er tun musste, war, ein Experte zu werden. Er war nicht mehr der junge Mann, der Böden fegte, als er nach dem Schulabschluss in das Geschäft seines Vaters zurückkehrte. Er war ein versierter Fabrikant, der die Sprache der Fachleute sprach und seine Behauptungen mit Beweisen belegen konnte. Paul Jr. war im Alter von 19 Jahren für die Geländeabteilung von Orange County Ironworks verantwortlich, keine leichte Aufgabe. Fast die Hälfte der Einnahmen des Unternehmens stammte aus diesem Bereich. Tatsache ist, dass Junior es verdient hat, obwohl die meisten Leute denken würden, dass es sich um eine familiäre Vorliebe handelt. Er verlieh dem Geschäft einen modernen Touch und erweiterte seine Gestaltungsmöglichkeiten. Die Kunden waren bereit, länger zu warten und mehr für seine Kreationen zu bezahlen, weil sie so gut ankamen. Außerdem musste er eine Gruppe von Mitarbeitern beaufsichtigen, die wesentlich älter waren als er. Einige waren anfangs skeptisch, während andere über militärische Erfahrung verfügten. Aber schließlich erkannten selbst die Hartnäckigsten unter ihnen an, dass er kompetent war. Er hatte ein Metallgeschäft in ein Gesprächsthema verwandelt. Solch ein Respekt ist nicht leicht verdient. Aber irgendetwas fehlte noch. Junior
fühlte sich nach Jahren der Konstruktion von Schienen und Treppen eingeengt. Sein Ziel war es, eine lebendige, atmende Einheit zu schaffen. Als er nach anstrengenden Arbeitstagen begann, heimlich Motorräder in ein altes Notizbuch zu zeichnen, war die Flamme entfacht. Auch sein Vater kehrte zu dieser Zeit zum Motorradfahren zurück. Es begann beiläufig. Junior wurde gebeten, Senior zu unterstützen, beim Bau eines solchen zu helfen. Doch Paul Senior war jedoch verblüfft, als er sah, was sein Sohn skizziert hatte. Es war mehr als nur technisch. Es war ein Kunstwerk. Lass uns wirklich Fahrräder bauen, sagte Senior an diesem Tag, nachdem er sein Kind angeschaut hatte. Dies sollte als Geschäft und nicht als Hobby betrachtet werden. Es ging um mehr als nur um Motorräder. Das Ziel war, etwas viel Größeres zu reparieren. Die Jahre, die sie trennten. Die Familie gründete Orange County Choppers mit rund $175.000, die sie aus ihrem Eisenhüttenunternehmen zusammengeschustert hatte. Allerdings war es nicht gleichmäßig verteilt. 80% wurden von Sear. Junior erhielt 20%. Im Moment spielte das keine Rolle. Alice, was sie hatten, war ein kalter, mit Werkzeug gefüllter Keller und ein Traum. Die von ihnen produzierten Motorräder erregten jedoch schon nach wenigen Monaten Aufmerksamkeit. Die Fertigstellung ihres ersten Motorrads, True Blue, dauerte 4 anstrengende Monate. Der Prozess umfasste endlose Schweißarbeiten, blaue Farbe mit weißen Flammen und lange Nächte. Statt aus einer Tiefkühlgarage im ländlichen New York schien er von einem großen Konstrukteur zu stammen. Den Leuten lief 1999 das Wasser im Mund zusammen, als sie damit nach Daytona fuhren. Sie verwandelten sich von Unbekannten in Stars. Doch der Weg dorthin war nicht ganz einfach. Im Jahr 2000 bauten sie in einer kleinen, vereisten Werkstatt Motorräder. Die Werkzeuge funktionierten nicht. Die Lieferanten verlangten eine Vorauszahlung. Das Geld war schnell aufgebraucht. Um seinen Zeitplan einzuhalten, arbeitete Paul Jr. häufig 18-stündige Arbeitstage und schlief auf einer Couch im Geschäft. Sie haben sich ständig gestritten. Große, schreiende Wettbewerbe. Sie kämpfen ums Überleben, nicht um die Show. Jedes verkaufte Fahrrad deckte gerade einmal die Kosten. Aber sie machten weiter. Sie konnten nicht aufhören. Nicht, weil sie es mussten. Der Triumph von Paul Jr. und sein Einfluss auf das Motorraddesign. Dann kam 2002 ein Anruf. Craig Piligian, ein Fernsehproduzent, wurde auf einen Zeitschriftenartikel über ihre Motorräder aufmerksam. Er recherchierte gerade für eine brandneue Reality-Sendung. Paul Senior, der Produzent, schlug vor, eine Sendung über die Instandsetzung von Schrottmotorrädern zu machen. Senior lehnte ihn sofort ab. Wir bauen sie von Grund auf neu auf, sagte er. Die Vereinbarung wäre beinahe gescheitert. Doch einige Wochen später kam der Produzent mit einem besseren Konzept zurück. Zeichnen Sie das eigentliche Verfahren mit allen Argumenten auf. Paul Jr. verabscheute diese Vorstellung. Die Kameras würden alles ruinieren, fürchtete er. Sie würden uns dumm aussehen lassen, schrieb er in einem 5-seitigen Brief an seinen Vater. Der Vertrag war anstößig. Jede Folge kostet 5.000, viele Neuaufnahmen der Kamera. Außerdem wurde ihr Schweißen durch die intensiven Lichter ruiniert. Die Produzenten hatten vorgeschlagen, die Sendung Family Friction zu nennen. Paul Jr. war kurz davor zu gehen. Sie benötigten jedoch die Mittel. Daraufhin unterschrieben sie. Niemand hat die Ereignisse vorausgesehen, die auf die Premiere von American Chopper am 31. März 2003 folgten. Nach 3 Episoden war die Sache gelaufen. Jede Woche schauten mehr als 3 Millionen Menschen zu. Plötzlich waren sie mehr als nur Fahrradbauer. Sie waren Berühmtheiten. Ihr kleiner Laden wurde ein beliebtes Touristenziel. Die Produkte flogen aus den Regalen. Allein diese erste Staffel brachte dem Discovery Channel $13 Millionen ein. Um im Geschäft zu bleiben, mussten die Two Talls in ein riesiges Gebäude umziehen, das $12 Millionen kostete. Paul Senior zog anfangs mit seiner Wut die Leute an. Es war jedoch Paul Jr., der sie wach hielt. Den Fans waren die Turbulenzen egal. Sie genossen es, seine Entwicklung zu sehen. Junior schuf magische Entwürfe. Seine Entwürfe waren ruhig, konzentriert und präzise. Eines der gefragtesten Videos, das jemals gezeigt wurde, zeigt einen Moment, in dem er einen Gastank ohne Musik oder Gespräche aufbaut. Die Zahl der Anmeldungen an Schweißerschulen stieg in den gesamten Vereinigten Staaten. Das Phänomen wurde als Pauli-Effekt bekannt. Dann kam das Fahrrad, das den ganzen Unterschied ausmachte. Die schwarze Witwe. Es war mehr als ein Fahrrad. Es war eine Erklärung. Speziell angefertigte Räder,
ein Spinnennetztank und 167 Stunden unverfälschte Kunstfertigkeit. Bei seiner Enthüllung in New York versammelten sich 15.000 Menschen, um ihn zu sehen. Der Andrang musste von Sicherheitskräften gebremst werden. Es dauerte nicht lange und sie boten alles an. Von Videospielen über T-Shirts bis hin zu Modellbausätzen. In 6 Monaten wurden mehr als 280.000 Modellbausätze verkauft. Damit wurde OCC von einem Geschäft zu einer Marke. Das Firebike war nicht einfach nur ein weiterer Hubschrauber. Als Paul Jr., den Bau im Juni 2003 abschloss, war das Firebike nicht einfach nur ein weiterer Hubschrauber, sondern bedeutete einen bedeutenden Wandel in seiner Karriere. Er produzierte nun mehr als nur Motorräder. Er baute ein Denkmal für die Feuerwehrleute, die am 11. September 2001 ums Leben gekommen waren. Deshalb muss jedes Teil des Fahrrads einen Zweck erfüllen. Ein echter Stahlbrocken aus den Ruinen des World Trade Centers war einer der auffälligsten Aspekte. Paul hat das niemand anderem überlassen. Er nietete es selbst an. Eine speziell für dieses Motorrad entworfene Halterung aus Diamantblech hielt das gezackte Stück Metall. Es war das letzte und ergreifendste Stück. Doch das war nicht die einzige Schwierigkeit. Er musste den Rahmen des Fahrrads komplett überarbeiten, da die Idee zu ehrgeizig war. Wir mussten 343 handgemalte Insignien tragen, eines für jeden Feuerwehrmann, der sein Leben verloren hat. Es erforderte eine Menge Technik, um so viel Gewicht zu tragen, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Hinzu kommt, dass die New Yorker Feuerwehr den Zusammenstoß mit dem Motorrad nicht wie einen gewöhnlichen Unfall behandelte, als er sich im folgenden Jahr ereignete. Als ob es sich um einen gefallenen Kameraden handelte, reagierten sie einzeln und bargen das Fahrradwrack vorsichtig. Es war so wichtig. Es steht bis heute im Museum des OCC. Es hat an mehr als 248 Veranstaltungen teilgenommen. Immer wieder kommen Menschen an, sind bewegt und schreiben Würdigungen und persönliche Bemerkungen daneben. Paul Jr. kehrte Jahre später mit einem zweiten Gedenkfahrradprojekt zu der Tragödie und den Auswirkungen von 9/11 zurück. Das Echo auf diese Enthüllung am 20. Januar 2011 war gewaltig. Nicht nur Motorradfahrer sind gekommen. Es kamen Persönlichkeiten wie der Präsident der 9/11-Gedenkstätte und der New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg zusammen. Daniel R. Tishman, eines der Vorstandsmitglieder der Gedenkstätte, hatte Paul gedrängt, etwas Besonderes zu schaffen. Außerdem lieferte er 2 Fahrräder anstelle von nur einem. Ein Fahrrad wurde als Gedenkstätte behalten. Um Geld für die Gedenkstätte zu sammeln, wurde die andere zur Verlosung angeboten. Der Erlös aus dem Verkauf der Lose vor Ort und online ging direkt an das 9/11-Museum. Die Menschen schluchzten an diesem Tag, als die Abdeckung des Fahrrads entfernt wurde. Familien, Touristen und erwachsene Männer wurden von dem, wofür diese Maschine stand, emotional berührt. Ohne Worte zu benutzen, vermittelte das Design eine Geschichte, um auch diejenigen zu erreichen, die nicht vor Ort sein konnten. Veröffentlichte die Huffington Post sogar einen vollständigen Bericht darüber. Sein technischer Verstand war jedoch viel bemerkenswerter als die knallige Farbe und das polierte Chrom. Paul Jr. war mehr als nur ein Motorraddesigner. Er brachte 2012 auf subtile Weise eine revolutionäre Methode in die Motorradindustrie ein. Er begann mit der T-Spline-Modellierung, einer Methode, die die Konstruktion von gekrümmten, glatten Formen erleichtert. Diese Methode verkürzte die Zeit von 40 auf nur 15 Stunden. Und dieser Ansatz war entscheidend, als er Autodesk für den Bau eines Elektrofahrrads einsetzte. Bald darauf begannen andere Geschäfte, die gleiche Methode zu verwenden, häufig ohne den Ursprung zu nennen oder Anerkennung zu geben. 2015 vollbrachte Paul eine Leistung, die sogar seine Mitarbeiter schockierte. Er entwickelte eine Technik, mit der Motorradrahmen stabiler und gleichzeitig leichter wurden. Er veränderte die Art und Weise, wie sie Bräuche aufbauten. Grundlegend. Er blieb auch nicht dabei stehen. Er lernte Wieman G-Code, die Programmiersprache für CNC-Maschinen, selbst schreibt. Zuvor war er nur für das Design des Fahrrads zuständig. Jetzt konnte er auch die Geräte bedienen. Er übernahm sowohl die technischen als auch die künstlerischen Aspekte des Projekts, nachdem er vom Künstler zum Maschinenbauer geworden war. Der Kampf von Paul Teutul Sr. und seinem Sohn. Es dauerte eine Weile, bis der Konflikt zwischen Paul Teutul Sr. und seinem Sohn zu eskalieren. Es begann 2007 auf subtile Weise, als Senior, Junior anbot, einen Anteil von 20% an ihrem Unternehmen anbot, wobei er jedoch die vollständige Kontrolle behielt.
Zunächst schien es eine vernünftige Lösung zu sein. Das Unternehmen wird vom Vater kontrolliert. Der Sohn sorgt für Flair. Als jedoch Junior Bekanntheit erlangte und Schlagzeilen machte, begannen sich die Dinge zu ändern. Die Leute machten Senior nicht länger Komplimente für seine traditionelle Kunst, für seine traditionelle Kunstfertigkeit. Sie diskutierten über Junior, über seine innovativen Konzepte. Der Mann, der die Orange County Hubschrauber von Grund auf neu konstruiert hatte, war darüber nicht erfreut. Im Hintergrund wuchs die Eifersucht. Senior. Der Einfluss des Vaters wurde immer stärker. Jedes Mal, wenn Junior zu spät kam oder auf seine Art arbeitete. Es war auch schwieriger zu löschen, je länger es brannte. Bis 2008 war der Laden zu einem Schlachtfeld geworden. Vater-Sohn-Streitigkeiten waren keine Seltenheit. Sie waren Standard. Es ging hauptsächlich um Kontrolle. Junior wollen die Fähigkeit, frei zu produzieren. Senior gewünschte Übereinstimmung. Es kam zu einer Kollision der Planeten. Strenge Disziplin und kreativer Geist standen sich gegenüber. Die Kameras von American Chopper haben einiges davon eingefangen, aber das Schlimmste haben sie verpasst. Senior wurde noch wütender, als Junior den Raum verließ. Nicht nur mit Junior. Nach einem von Senior Ausbrüchen zerstörte Jason, ein Designer, einmal sein Meisterwerk. Jeder im Laden schien vorsichtig zu sein. Selbst der alberne, den Frieden bewahrende jüngere Bruder Mikey war nicht in der Lage, die emotionale Verwüstung zu vermeiden. Als hätten ihn die jahrelangen Anfeindungen endlich eingeholt, wirkte er am Boden zerstört. Es folgte ein Eklat im September 2008, als Junior wieder einmal zu spät kam, verlor Senior, durchgedreht. Was eigentlich eine Warnung hätte sein sollen, endete vor den Augen der gesamten Mannschaft in einer lautstarken Auseinandersetzung. Junior versuchte sich zu erklären, indem er behauptete, er habe die Aufgabe immer erledigt, aber Senior wollte nicht zuhören. Junior schoss zurück. Ohne ihn würde das OCC zusammenbrechen, behauptete er. Das war's. Senior explodiert. Und Junior warf vor lauter Wut erst einen Stuhl und dann einen Mülleimer quer über den Arbeitsplatz. Er stürmte hinaus, nachdem er eine Tür eingetreten hatte. Senior entließ ihn sofort, nachdem er ihn verfolgt hatte. Der Vorfall mit dem Stuhlwurf zerstörte nicht nur das Mobiliar. Der Vorfall ruinierte auch das, was von ihren Geschäftsbeziehungen übrig geblieben war. Jahre später wurde daraus ein Meme. Damals galt es als eine Katastrophe. Nach der Entlassung brach Anarchie aus. Die Mannschaft war gespalten. Andere unterstützten Junior. Andere schwiegen aus Angst vor Senior. Zorns. Die Verbraucher wurden besorgt. Werden ihre Motorräder nach dem Tod ihres Designers noch den gleichen Zauber ausüben? Auch der Sender geriet in Panik. TLC sprach eine Abmahnung gegen Junior und behauptete, sein Ausscheiden aus der Show sei ein Vertragsbruch. Deshalb kehrte er für eine kurze Zeit als Auftragnehmer zurück. Es war jedoch nur von kurzer Dauer. Im April 2009 zog er sich endgültig zurück. Senior ging noch einen Schritt weiter. Er wollte seine 20-prozentige Beteiligung erwerben, weil er Junior ganz aus dem Unternehmen heraushalten wollte. Senior leitete einen Rechtsstreit ein, nachdem Junior sich weigerte zu verkaufen. Geld war nicht der einzige Streitpunkt in diesem Rechtsstreit. Das hat etwas mit Macht zu tun. Senior wollte die vollständige Kontrolle zurückgewinnen. Er machte sein Recht geltend, $500.000 für den Erwerb der Anteile von Junior zu zahlen, Aktien zu zahlen. Anschließend reichte er eine Klage über eine weitere $1 Million Schadensersatz ein. Außerdem stellte er Orange County Helicopters auf beide Seiten des Rechtsstreits, indem er sein eigenes Unternehmen zu einem Mitbeklagten machte. Es war ein hinterhältiges Manöver, um Junior vollständig auszustoßen. Doch Junior nicht nachgeben. Eine schlecht formulierte Vertragsbestimmung war der Knackpunkt des Streits, denn sie besagte, dass Senior die Aktien von Junior zum Marktwert erwerben konnte, aber nicht spezifiziert wurde, wie dies zu bestimmen war. Die zweideutige Formulierung sollte vor Gericht zum Knackpunkt werden. Paul Jr. Kampf mit Fahrrädern und Familiendynamik. Als die Angelegenheit im Jahr 2010 vor den obersten Gerichtshof von New York gebracht wurde, fiel das erste Urteil zugunsten von Senior. Nachdem der Richter festgestellt hatte, dass die Übernahmeklausel rechtmäßig war, ordnete er an, dass ein unabhängiger Gutachter den Wert der ausgegebenen Aktien ermitteln sollte. Es schien, als ob Junior fertig war. Im Gerichtssaal saßen sie nebeneinander, ohne einander auch nur in die Augen zu sehen. Aber Junior legte Einspruch ein
Im Dezember änderte sich dann alles. Die Entscheidung wurde vom obersten Berufungsgericht aufgehoben. Sie argumentierten, dass die Bestimmung nicht klar genug sei, um ihre Durchsetzung zu rechtfertigen. Dies bedeutete, dass Junior seinen Anteil von 20% an OCC behalten konnte und dass Sear ihn nicht hinausdrängen konnte. Der juristische Triumph war enorm und er war auch ein Erfolg für mich persönlich. Aber der Sohn, von dem man glaubte, er sei am Boden zerstört, war noch da und sein Vater konnte ihn nicht loswerden. Die Dinge sind nicht schrecklich, aber sie könnten besser sein. Und das ist gut so. Die Dinge sind nicht schrecklich. Sie sind sich darüber im Klaren, dass diese Aktivitäten gelegentlich einige Zeit in Anspruch nehmen können. Trotzdem konnte Junior nicht in der Lage, sofort Fahrräder zu bauen. Es bestand ein Wettbewerbsverbot für ein Jahr. Die Vereinbarung bedeutete, dass es bis zum Jahr 2010 keine Motorradproduktion geben würde. Deshalb änderte er seine Position. Er begann seine Karriere als Produktdesigner, entwarf unter anderem einen Hundepark und gestaltete den Coleman Camping Grill um. Er sagte, dies sei einer der schwierigsten Momente in seinem Leben gewesen, aber er habe trotzdem weitergemacht. Unmittelbar gegenüber dem OCC gründeten er und seine Frau Hall Jr. Designs, indem sie einen Raum in ihrer Wohnung in ein Büro umwandelten, einen jungen Mann für die Arbeit am Computer einstellten und den Raum in ein Büro verwandelten. Im selben Moment, als Paul Jr. seine einjährige Wettbewerbsverbotsklausel mit Orange County Choppers im April 2010 auslaufen sollte, machte er einen Schritt, mit dem niemand gerechnet hatte. Er gründete nicht nur seinen Fahrradladen, sondern zettelte eine regelrechte Rebellion an. Ihm folgten Personen, die das Fundament von OCC bildeten, wie Vinnie DiMartino, Joe Poliafico, Nub Collard und sogar sein Bruder Mikey. Diese Personen verließen die Firma und folgten ihm. Innerhalb kurzer Zeit schloss sich auch Cody Connolly der Gruppe an. Dieser Schritt war nicht nur eine Änderung der Unternehmenstaktik. Die Art von Massenabwanderung, da Paul Sr. untröstlich und empört zurückließ, war die Art, die sich ereignete. Der Discovery Channel verschwendete keine einzige Sekunde. Sie starteten eine neue Serie namens Senior vs. Senior, die ihnen half, den Rückschlag in Reality TV Gold zu verwandeln. In Junior wurde in einer wöchentlichen Konfrontation, die die Grenze zwischen Familie und Quoten verwischte, der Vater gegen den Sohn ausgespielt. Junior war ein Showdown zwischen Vater und Sohn. Obwohl die Feindseligkeit zwischen Paul Sr. und Junior schon seit einiger Zeit vorhanden war, wurde sie mit diesem Konzert auf eine ganz neue Ebene gehoben. Jede Folge, die im August 2010 ausgestrahlt wurde, schürte das Feuer der Aufregung. Paul Sr. beschloss, sein Familiendrama ins nationale Fernsehen zu bringen, obwohl Paul Jr. einige Vorbehalte gegen diese Entscheidung hatte. Paul Sr. beabsichtigte, die Kriege in den Geschäften theatralisch zu gestalten und den Zuschauer aufzufordern, sich für eine Seite in diesem Konflikt zu entscheiden. Ein Kritiker bezeichnete den Film als Wutfernsehen, und er hatte nicht Unrecht. Die geistige Zerstörung hingegen hatte Vorrang vor den Motorrädern. Dies war nicht nur eine Form der Unterhaltung. Für die Bevölkerung war die Situation eine echte Quelle des Leids. Trotzdem konnten sich die Menschen nicht abwenden. Inmitten dieses Chaos kam es zu unvorhergesehenen Ereignissen. Als Paul Jr. an einer Folge arbeitete, stieß er auf Rachel Biester. Als sie ankam, war sie als McCuff Girl verkleidet und trug einen gelben Overall. In diesem Moment kam alles zum Stillstand. Was auf einem Fernsehgerät begann, entwickelte sich schließlich zu etwas Ernsterem. Rachel schenkte Paul Jr. etwas Substanzielles zu einer Zeit, als mehrere Klagen eingereicht wurden und der Name der beiden in alle Richtungen gezogen wurde. Es dauerte nicht lange, bis sie die Ruhe in seinem Sturm wurde. Denn sie besaß eine eigene Boutique und hatte ihren eigenen Job. Durch sie gelang es Paul, ein Gefühl der Ausgeglichenheit und auf lange Sicht einen tieferen Glauben zu erlangen, der schließlich alles in seinem Leben verändern sollte. Die Hochzeit des Paares, die im August 2010 stattfand, sollte einen Neuanfang darstellen. Der Tortenmeister von TLC zauberte eine atemberaubende, große Torte, die 6 Etagen hoch war. Alle bemerkten jedoch, dass ein Stuhl frei war. Aber Paul Sr. tauchte nicht auf. Obwohl er eingeladen worden war, waren der Rechtsstreit und die verletzten Gefühle noch zu frisch. Die Abwesenheit seines Vaters an einem der wichtigsten Tage seines Lebens war ein schwerer psychologischer Schlag für ihn. Selbst bei weit über 100 Anwesenden hatte man das Gefühl, dass etwas oder jemand fehlte. Außerdem war diese Abwesenheit nicht nur eine persönliche.
Sie war ein Zeichen dafür, wie tief die Kluft zwischen ihnen gewachsen war. Auch nach mehreren Jahren sind die Wunden nicht schnell verheilt. Im selben Jahr, 2015, wurde Paul Jr. zum ersten Mal Eltern geworden. Es war ein langer und schwieriger Prozess für ihn und Rachel, schwanger zu werden. Aber nach fast 2 Jahren der Versuche in New York waren sie schließlich erfolgreich. Während eines kurzen Besuchs in Nashville kam es zu einem merkwürdigen Vorfall. Paul Jr. erklärte, dass die Geburt von Hudson seine Sichtweise auf alles verändert hat. Insbesondere sein Verständnis für seinen Vater. Nach all den Jahren der Stille und des Sitzens in Gerichtssälen wurde er endlich mit dem fertig, was er verloren hatte, als er sein Baby im Arm hielt. Es war das erste Mal, dass er verstand, was es bedeutet, ein Elternteil zu sein. Und er erkannte, wie schwer es für seinen Vater gewesen sein muss, ihn von der Familie weggehen zu sehen. Während sich das Drama im Gerichtssaal abspielte und der Tumult im Fernsehen übertragen wurde, machte Paul Jr. eine relativ unbemerkte Veränderung durch. Er begann, intensiver über seine Überzeugungen nachzudenken, insbesondere über seinen Glauben. Obwohl er mit Rachel zusammenlebte, gab er in einem Interview zu, dass er nicht stolz darauf war, wie er bisher gelebt hatte. Ein tiefgreifender spiritueller Rückzug führte jedoch zu einer Änderung dieser Einstellung. Sie trafen eine wichtige Entscheidung. Ohne Ehe gibt es keine Intimität. Obwohl es schwierig war, hat es sich für beide gelohnt. Irgendwann machte er ihr einen Antrag. Auch nach der Heirat war Paul Jr. von der gleichen Religion geprägt, die er seit seiner Jugend in sich trug. Er ging sogar so weit, dass er anfing, offen darüber zu sprechen, intime Details über seine Erfahrungen preiszugeben und anderen dabei zu helfen, ihren eigenen Weg durch schwierige Umstände zu finden. Zu gegebener Zeit konnte er den Mut aufbringen, einen Blick zurückzuwerfen und Kontakt zu der Person aufzunehmen, mit der er zuvor nicht hatte kommunizieren können. Er sollte es nicht nur für sich selbst, sondern auch für Hudson tun. Der Grund dafür war, dass er jedes Mal, wenn er sein Kind ansah, die Folgen seiner Stummheit mitbekam. In diesem Moment begann der Prozess der Heilung Gestalt anzunehmen. Paul Tootle Sr. und sein Sohn Paul Jr. waren nie einfach nur über Fahrräder gestolpert und sein Sohn Paul Jr. in einen Konflikt miteinander gerieten. Paul Tootle Sr. und Paul Jr. Die Rivalität im Reality-TV. Sie waren nicht nur sehr emotional, sondern auch sehr persönlich. Was ursprünglich ein Familienunternehmen war, entwickelte sich schließlich zu einem der härtesten Wettbewerbe, die das Reality-Fernsehen je gesehen hat. Millionen von Zuschauern verfolgten nicht nur den Bau einzigartiger Fahrräder, sondern sahen auch, wie sich Vater und Sohn mit jeder Drehung des Schraubenschlüssels gegenseitig in Stücke rissen. Ihre wichtigste Konfrontation fand 2011 statt, als beide Männer an einem im Fernsehen übertragenen Aufbau teilnahmen, der zeigte, wie drastisch sie sich verändert hatten. Junior ein Motorrad konstruierte, das dem Kampfjet P-51 Mustang nachempfunden war, während Senior weiterhin auf seine typische raue und gewalttätige Art fuhr. Elegant, innovativ und voller Authentizität. Dieses Fahrrad fuhr nicht nur, sondern es erzählte auch eine Geschichte. Es bestand kein Zweifel daran, dass Junior nicht nur Geräte konstruierte, sondern auch Aussagen konstruierte. Dieser Prozess setzte sich mit der Zeit fort. Zwischen 2010 und 2016 traten sie in mehreren Turnieren gegeneinander an, wobei Paul Jr. ging jedoch in 5 von 7 Turnieren als Sieger hervor und bewies damit, dass er mehr war als nur ein Kind, das unter der Aufsicht seines Vaters arbeitete. Er war eine eigenständige Kraft auf seinem Gebiet. Nach seinem Weggang von Orange County Choppers im Jahr 2009 gründete Paul Jr. nicht nur ein Unternehmen gegründet, sondern ein Imperium aufgebaut. Aufgrund einer einjährigen Wettbewerbsverbotsklausel glaubten die meisten Leute, dass er irgendwann verschwinden würde. Stattdessen baute er gemeinsam mit Coleman einen Grill auf, und dieser Strategiewechsel ermöglichte es ihm, sein Unternehmen trotz des schwierigen wirtschaftlichen Klimas über Wasser zu halten. Diese eine Transaktion führte zu mehreren anderen. Er fing an, Dinge zu verkaufen, indem er Hundespielzeug herstellte und sogar einen öffentlichen Hundepark errichtete. Bis 2012 übertraf seine Marke die seines Vaters. Die Gewinne seiner Bekleidungsmarke stiegen, seine Fahrräder wurden in großen Werbekampagnen eingesetzt und er arbeitete mit globalen Schwergewichten wie Blizzard und Paramount zusammen. Er baute nicht mehr nur Fahrräder, sondern entwarf für einige der bekanntesten Persönlichkeiten der Unterhaltungsindustrie und verdiente damit eine Menge Geld. Doch selbst die eisigsten Rivalitäten können sich irgendwann versöhnen. Einer der ungefiltertesten Momente
die die Sendung je aufzeichnen konnte, war der Tod von Helen Tuttle, der Großmutter von Paul Jr. Die Großmutter von Paul Jr. und Paul Sr., his mother. Dieses Ereignis fand im Dezember 2011 statt. Nachdem er den Hörer abgenommen hatte, wählte Jr. die Nummer seines Vaters gewählt. Es war schon fast 2 Jahre her, dass sie das letzte Mal miteinander kommuniziert hatten. Es fand kein großes Gespräch statt. Es bestand nur aus ein paar kurzen Sätzen. Sie hatte eine tiefe Zuneigung zu ihnen. Mein aufrichtiges Beileid für ihren Verlust. Allerdings hatte Senior Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden, um ihre Gefühle auszudrücken. Wenn man genau hinhörte, konnte man eine Veränderung in seinem Tonfall wahrnehmen. Er erklärte, dass er sich wünschte, es wäre persönlich gewesen. Hinter der Wut steckte ein Gefühl des Verlustes. Es gab auch ein Gefühl des Bedauerns. Auch wenn damit nicht alles gelöst wurde, war dieser Moment auf seine Weise bedeutsam. Bei der Wiedervereinigung von Paul Tuttle Sr. und Paul Jr. im Jahr 2018 gab es keinen emotionalen Durchbruch für die Familie und Paul Jr. stattfand. Das Ereignis war ein geschäftlicher Schachzug, der von den Fernsehproduzenten akribisch durchdacht und vorangetrieben wurde, in der Hoffnung, mit dem alten Drama Geld zu machen. Fast 10 Jahre lang hatten die beiden kein einziges Wort mehr miteinander gesprochen. Aufgrund der gewaltsamen Trennung im Jahr 2009, die darin gipfelte, dass Singer seinen Sohn aus den Hubschraubern in Orange County feuerte, herrschte eine tiefe Stille. Der Vorschlag des Discovery Channel für eine Wiedervereinigung diente also nicht dem Zweck der Heilung. Es ging nicht darum, eine zerrüttete Familie zu reparieren, sondern vielmehr darum, ein kaputtes Motorrad zu restaurieren. Die Wahl fiel auf den Helikopter der Yankees, den sie im Jahr 2005 gebaut hatten. Er war versteigert und anschließend aus unbekannten Gründen zerstört worden. Einige andere vermuteten sogar, dass es zu Versicherungszwecken beschädigt worden sein könnte. Der Unfall lieferte die perfekte Begründung für die Wiedervereinigung des Netzwerks. Im Hintergrund herrschte eine große Spannung. Sie hatten klare Drehpläne, strenge Richtlinien und Notfallpläne für den Fall, dass Unstimmigkeiten eskalierten. Um seine Fassung zu bewahren, sagte Singer, dass sie ein bisschen älter und ein bisschen weiser seien. Es war jedoch allen klar, dass dies nicht die Art von Wiedersehen war, bei der man sich in die Arme schließen würde. 2 Jahre später wurde ein 2-stündiges Special mit dem Titel The Last Ride veröffentlicht, das einen Abschluss bringen sollte. Stattdessen wurde die Situation noch viel schlimmer. Am Anfang gab es gute Absichten. Ein Fahrrad mit einem patriotischen Thema, das von ABC Supply in Auftrag gegeben wurde und Respekt und Familie symbolisieren sollte. Andererseits war vom ersten Tag an klar, dass sich nichts geändert hatte. Die Gedanken seines Sohnes wurden von Sia auf die gleiche Weise abgetan wie zuvor. Die Mitglieder der Crew konnten den Stress spüren. Im Hintergrund wurde der alte OCC-Laden abgerissen. Es waren flüchtige, aber tiefgreifende Momente. Später sagte Junior, erklärte später, dass er sich nur dann gut fühlte, wenn er und sein Vater wirklich Seite an Seite, schweigend und ohne Kameras im Gesicht arbeiteten. Sie bauten einfach, so wie früher. Andererseits waren diese Momente recht selten. Nachdem das Motorrad gebaut war, erklärte Senior, aufrichtig, dass er dies nicht beabsichtigt hatte. Er erklärte, dass dies unserer Beziehung in keiner Weise förderlich sei. Die Kundschaft war empört. Hashtags we respect. In der Zeit, in der die Leute Paul Sr. sein eisiges Verhalten kritisierten, wurde Paul Jr. populär geworden. Im Gegensatz zu dem, was die Werbung behauptet, sind sie noch nicht einmal annähernd so weit, sich zu schließen. Bis heute, im Jahr 2025, haben sie völlig unterschiedliche Lebensstile. Erst wenn sie gezwungen sind, Produktionsverträge zu kaufen, können sie sich unterhalten. Von 2018 bis 2023 arbeiteten sie gemeinsam an der Konstruktion einiger Fahrräder. Andere, die mit der Show vertraut sind, behaupten jedoch, dass das alles nur für die Kameras war. Die Tatsache, dass Junior und sein Vater seit mehr als 15 Jahren in der Weihnachtszeit nicht mehr zusammen gegessen haben. Verriet Jr. in einem Podcast. Bis heute nicht, auch nicht nach der Geburt seines Sohnes. Damit einhergehend sind auch ihre Geschäfte geteilt. Fortsetzung des Betriebs von Orange County Choppers durch Senior. Durch seine Bemühungen konnte Junior in der Lage, Paul Jr. Designs in ein $14 Millionen Geschäft umzuwandeln, das Kleidungsstücke und Lizenzvereinbarungen umfasst. Die Tatsache, dass sie zusammengearbeitet haben, scheint etwas zu sein, das beide Jungs akzeptieren. Keiner von beiden ist bereit,
diesen Weg wieder einzuschlagen und einen anderen zu wählen. Auch wenn sie im Moment im gleichen Rampenlicht stehen, sind sie keineswegs in der gleichen Welt. Und jetzt ist Junior bereit, sich auf ein Gespräch einzulassen. Im Februar 2025 wurde bekannt, dass er im Oktober desselben Jahres ein neues Buch mit dem Titel Given the Opportunity veröffentlichen wird. Dieses Buch wird jedoch keine fernsehtaugliche Erzählung sein, da Insider sagen, dass es ungefiltert und völlig ehrlich sein wird. Es ist davon auszugehen, dass es eine Reihe von Ereignissen zeigen wird, da in American Chopper ausgelassen wurden. Vor allem einen Kampf, der sich 2008 ereignete und gefährlich nahe an Gewalt herankam. Im Gegensatz zu seinem früheren Buch, in dem es um seinen Glauben und sein Berufsleben ging, befasst sich das neue Buch mit gewichtigeren Themen. Die Alkoholprobleme seines Vaters und die langfristigen Schäden, die er seiner Familie zugefügt hat, sind Beispiele dafür. Junior hat mitgeteilt, dass er die Wahrheit nicht länger verheimlicht. Er ist der Meinung, dass es für andere Menschen, die ähnliche familiäre Probleme hatten, hilfreich sein könnte, darüber zu sprechen. Und nun fragen wir Sie, glauben Sie, dass das Reality-TV Paul Jr. und seiner Familie langfristig geholfen oder geschadet hat? Und seiner Familie auf lange Sicht geholfen oder geschadet? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare. Ihre Perspektive ist wichtig. Wenn Sie diese Geschichte bewegt hat, dann lieben Sie dieses Video. Abonnieren Sie unseren Kanal für weitere beeindruckende Geschichten hinter den Kulissen und tippen Sie auf die Glocke, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen. Danke fürs Zuschauen. Und denken Sie daran, die stärksten Menschen sind nicht die, die die größten Fahrräder bauen. Sie sind diejenigen, die sich selbst wieder aufbauen.